Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich heiße Choi Ambrosio Tufan und ich bin geboren 1935 in Seoul. Also, ich bin 89 Jahre alt, nach koreanischer Rechnung 90. Nach konfuzianischer Redewendung Kohi, das bedeutet selten erreichbares Alter. Aber ja, heutzutage ist es nicht so ganz selten geworden. Ja. Wir leben ja in der Epoche des 100 Jahre Altwerdens. Mhm. Ja. Womit sind Sie beschäftigt? Ja, im Jahre 2000, nach Emeritierung als Professor der deutschen Literatur, habe ich den Verlag Dichtung und Wahrheit gegründet, koreanisch Siwa Jinsil. Und 2015 die 14-jährige Zeitschrift Global Citizen. Und im Jahre 2000 habe ich meine erste Übersetzung, Faust, den ersten Teil, veröffentlicht. Und 2 Jahre später, 2002, Westöstliche Divan. Zurzeit bin ich beschäftigt mit der letzten Korrekturarbeit für den 2. Teil Faust. Herr Professor, seit wann sind Sie Mitglied in unserer Gemeinde? Oh, diese Gemeinde ist 1986 gegründet worden und meine Frau Regine Choi war die Initiative-Mitgründerin der Gemeinde, und meine Tochter, damals 5. Klasse, war die erste Messdienerin dieser Kirche. Also ich war von Anfang an Mitglied der Gemeinde. Ja, wie schön. Was verbinden Sie denn mit unserer Gemeinde? Oh, ja, ich brauche nicht meine Antwort von zweiter Frau wird schon klar sein. Ich habe besondere Verbindung mit dieser Gemeinde. Ne? Durch meine Frau. Da war es nur 3 oder 4 Familien. Und meine Frau hat sogar hier diese 2016 30-jähriges Jubiläum der Gemeinde geschrieben. Hier ist alles ganz klein, deutlich, ausführlich. Ja. Und haben Sie in all den Jahren viel erlebt in der Gemeinde? Ja, aber anfangs ja, aber in den 90er Jahren, ich war Mitglied der Bücherlebende Wanderer. Ja, das war die Professor und Übersetzer und Verleger, so eine Gruppe, und dazu gehörte ich. Und jeden Sonntag hatten wir solche Bergwanderungen. Deswegen, ich konnte nur großen Festtagen, also Weihnachten, Ostern und so weiter, daran teilnehmen an der Gemeinde. Anfangs nicht, aber seit den 90er Jahren. Ne? Aber dann, seit etwa 5 oder 6 Jahren, also wir sind älter geworden, deswegen konnten wir nicht mehr Wanderung machen. Dann bin ich immer hier mit meiner Frau. Ja, so ist es. Ja. In unserer Gemeinde stellt sich immer wieder die Frage, was denn eigentlich Heimat ist. Was ist denn für Sie Heimat? Ah ja, meine Heimat ist Seoul, ja. Und Deutschland ist mein zweites Heimat, besonders vor allem Bonn, wo ich Regina kennengelernt habe und da auch geheiratet habe. Und dann Göttingen, wo wir 24 Jahre gelebt haben. Und unsere Kinder, beide Kinder sind auch in Göttingen geboren. Ja, so ist das. Ja. Was würden Sie gerne jemandem sagen, der sich für unsere Gemeinde interessiert? Oh ja, ich glaube, es ist nicht nötig, dass ich jemandem etwas sage, der in dieser Gemeinde sich interessiert. Denn ich nehme an, er
weiß selber besser als ich, in welcher Zeit und welcher Epoche er lebt. Ja? Und deswegen brauche ich nicht selber etwas dazu sagen. In 3 Jahren, ja, 2027, soll ja die Weltkatholischen Jugendkongress in Tagung oder in Seoul stattfinden. Und dann als Gastgeber dieser Tagung will die Jugendlichen besser wissen als ich selber. Ja. Deswegen brauchte ich das sagen. Und als Gastgeber, was man tun und wie man tun sollen, glaube ich, die bisschen besser als ich. Ja, das brauche ich nicht zu sagen. Ja. Sie sind der Gemeinde so lange treu geblieben, dass das an sich ist ja schon eine Einladung, das Ihnen nachzumachen, dass möglichst viele Leute ganz lange unserer Gemeinde angehören. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Interview. Ja, danke schön. Ja.